Hallo zu einer neuen Folge von unserem Südamerika-Update. Anfang Mai haben wir uns einen Patagonien-Abschnitt eröffnet und ich liebe es immer noch, da zu stehen, die Drake-Passage bei Nacht zu sehen und das ist ein absolutes Highlight. Aber wenn man ganz ehrlich ist, war das alles nur ein bisschen Vorgeplänkel oder eine Übung. Rio und Patagonien sind ohne Frage toll geworden. Aber die wirkliche Herausforderung, die startet nämlich jetzt erst. Wir bauen den Regenwald und die Anden auf 160 Quadratmeter, aber nicht etwa hier allein, sondern an 2 Orten parallel. Das heißt, ein Teil bauen wir hier in Hamburg und ein Teil bauen wir gemeinsam in Pilar in den Werkstätten dort. Und das muss natürlich am Ende auf einen Millimeter genau passen, damit diese Anlage einfach rein physisch ineinander übergeht und zusammenhält. Aber das viel Spannendere wird noch, dass es auch optisch harmonisch zueinander passt, dass wir genau mit dem Licht, dem Blickwinkel, den Menschen, den Perspektiven in Südamerika etwas bauen, was genau zu dem, was wir hier bauen, passen und am Ende für euch Besucher einfach harmonisch ineinander übergeht und diesen spektakulären Abschnitt einfach in all seiner Schönheit zeigt. Weil das wird nämlich wirklich auch das Besondere. Wir bauen den Regenwald, das heißt, wir müssen Zehntausende Bäume von Hand bauen. Dadurch strängelt sich der Amazonas mit einem spektakulären Wasserfall. Und dann haben wir noch viel mehr kleine Details, ein K-System, alles vor. Aber darüber berichtet euch Gerd jetzt ausführlich, was die grundsätzliche Idee ist. Und über das konkrete Arbeiten können Dennis euch gleich schon was erzählen, weil sie sind nämlich dabei, die Züge und die Trassen durch den Regenwald zu legen. Wir stehen jetzt am Anfang von unserem Regenwaldprojekt, was wir gemeinsam mit der Familie Martinez in Pilar bauen. Und da stehen wir als Modellbauer das erste Mal vor einem Riesenberg. Nämlich auf einer Fläche von 100 Quadratmetern müssen wir für den Regenwald zwischen 20.000 und 30.000 Modellbäume bauen. Und das ist so eine Riesenzahl, das hatten wir noch nicht in der Menge. Denn erstens, wie bauen wir die? Wie viel Zeit wird es beanspruchen? Wie stabil können wir die bauen? Halten die den jahrelangen Staubsaugertouren stand? Und was, wenn wir die mal in 5 oder 10 Jahren tauschen müssen? Das sind alles gigantische Arbeitsmengen, die auf uns zukommen. Wir haben uns schon seit Tagen gefreut auf ein Päckchen aus Pilar. Die Familie Martinez hat uns die ersten Musterbäume geschickt. Und naja, die große Spannung. Was ist da drin? Verschiedene Bäume mit verschiedener Technik produziert und hergestellt. Wir haben hier verschiedene Typen von Bäumen drin und die gilt es jetzt einfach zu gucken, wie stabil sind sie, wie ist das optische Bild, wie realistisch sehen die aus. Und natürlich auch ganz wichtig, wir gucken immer, dass wir einfache Bäume irgendwo in die Mitte setzen, weiter weg von der Anlagenkante und weiter vor an die Anlagenkante kommen natürlich die Top-Bäume. Und jetzt haben wir hier so die Standardbäume, die dann den eigentlichen Regenwald ausmachen. Einige werden dann höher gesetzt, die dann exklusiver hergestellt werden oder auffallen. Oder auch so besondere Bäume, die kommen dann eher so in Ortschaften, an Straßen oder in Gärten. Und so unser wichtigster Test ist hier schon, man sieht hier schon die Flocken. Also wie gut halten die Flocken an den Bäumen, wenn wir da mal schütteln, wenn wir da mal klopfen. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Herstellungsmodelle, die speziell jetzt Peter hier getestet hat. Und einmal so mit verschiedenen Klebern, mit Lacken, damit das möglichst stabil hält. Und wir haben schon ein paar Bäume jetzt aus den Mustern dabei, die wirklich super halten. Da kann man dagegen klopfen und da fällt dann nichts mehr runter beim Schütteln. Und das ist natürlich dann für uns ideal, weil davon kann man ausgehen, das wird 5, hoffentlich 10 Jahre halten. Für uns war auch wichtig, dass die Bäume so einen leichten Glanz haben. Also die sollen nicht stumpfmatt sein, sondern die Blätter dürfen ruhig glänzend sein. Denn wir haben den Regenwald, es darf alles wirken, als wäre es feucht, als hätte es geregnet oder als wäre Nebel. Ja, das Highlight sind natürlich die Bäume, die an der Anlagenkante vorne stehen. Da werden wir dann auch den Maßstab verändern. Wir werden im Gebirge die Bäume kleiner machen und an der Anlagenkante mehr realistisch. Und da kommt's jetzt. Das ist ein Baum von der Familie Martinez, der wird an der Anlagenkante stehen. Und das ist dann schon was Besonderes. Einmal die Höhe von bestimmt 40 Zentimeter und natürlich das feine Wurzelwerk und die ganze Ästelung. Das ist dann schon wirklich ein modellbauerischer Leckerbissen und ebenso dann hier so ein Muster, mal so ein Blick in den Regenwald. Das wäre dann die Anlagenkante vorne.
wo wirklich von den Wurzeln unten im Regenwald bis zu den Spitzen viele Details zu sehen sind. Jetzt geht es natürlich mal zu einem ganz fundamentalen Schritt in dem ganzen Modellbau. Wir haben über 2 Jahre lang uns den Kopf zerbrochen und daraus ist dann ein Plan entstanden. So sollte der Regenwald mal aussehen, den wir bauen. Mit allem, was Amazonas ist und Gleise und irgendwelche Bauwerke im Regenwald versteckt. Machu Picchu ganz oben auf der Treppe und so weiter. Das ist ja ganz schön auf so einem Papierfetzen. Aber dann auf einen 100 Quadratmeter großen Raum, das mal sich vorzustellen, ist schon manchmal ganz schön kompliziert. Und deshalb haben wir die Idee gehabt, können wir denn das Modell auf eine ganz einfache, schnelle Art und Weise mal in den Raum zaubern, damit wir mal Gefühl bekommen für die Höhen, für die Dimensionen und wird das denn toll werden? Und da haben wir uns gedacht, wir legen mal alles mit Folie aus. Spannen Folien über die ganzen Treppen, über die Träger und bauen Gerüste und Stützen und Mikrofonständer und Kameraständer, alles auf, damit das mal so aussieht wie die fertige Landschaft. Und das könnt ihr euch jetzt gleich mal ansehen. Hello guys, we are here in Buenos Aires, Argentina, where with the Miniature Wonderland we are working in a new section called Rainforest. In more than 100 square meters, the rainforest will feature amazing places from all over South America, such as the Amazon River, Machu Picchu, and the Iguazu Falls, among others. One of them is this little town right here called Ouro Preto. Ouro Preto is a World Heritage Site located some 400 kilometers north of Rio de Janeiro in Brazil. It has unique features never seen before in the Wonderland. Ouro Preto features colonial-style houses, beautiful Baroque-style churches, and just an overall magical surrounding. I think the challenge here is to transmit these feelings as if you were walking up and down its wobbly cobblestone streets. You will have many photo opportunities here with the beautiful nature of South America as a background. So I'm really happy to announce that Dennis and Christopher from Hamburg are coming over here to Argentina to help us with that. And this is just the perfect timing, as after that we can move forward with finishing the surface, creating volumes, and that's really when the rainforest comes to life. So stay tuned. Der Regenwald ist in vollen Zügen im Bau in Argentinien. Und wir haben das große Glück, ein Kollege und ich, wir dürfen in 2 Wochen für 4 Wochen zur Familie Martinez rüberfliegen und mit denen zusammen den Gleisbau und auch den Bau der gesamten Anlage, ob es die Bäume sind, ob es die Häuser sind, die Szenerie ist, all das dürfen wir mit denen zusammen da drüben begleiten und aufbauen. Wir haben hier, ihr seht es, verschiedene Materialien schon dabei, die wir einfach hier ausgewählt haben und schon auch vorbereitet haben, wie diese Weiche hier, wo die Kabel schon angelötet sind mit der Bettung. Da wir 365 Tage im Jahr aufhaben und entsprechend eine hohe Belastung von dem ganzen Material haben, haben wir hier die Möglichkeit, dass wir die Materialien mitnehmen, die wir brauchen dort drüben, da die Materialsituation in Argentinien immer ein bisschen schwierig ist. Der Regenwald ist sehr grün und viele Bäume, große, kleine, verschiedene Farben. Dafür haben wir hier das Begrünungs- oder Beflockungsmaterial noch, was wir hier als
Muster jetzt mitnehmen werden, um zu schauen, was passt am besten, wie können wir das beste Ergebnis für den Regenwald, für die Anlage einfach schaffen und können dort einfach ein tolles Bild für den Gast machen. Ich bin schon mega gespannt und auch aufgeregt ein bisschen, was mich erwartet, was wir da bauen können, wie das Ganze aussehen wird. Diesbezüglich werden wir euch natürlich auch von drüben aus Argentinien auf dem Laufenden halten. Wir werden noch Videos auch drüben produzieren und euch zur Verfügung stellen. Jetzt werde ich aber erstmal das Gras in meinen Koffer packen und schauen, ob ich durch den Zoll durchkomme. Ja, ich stehe jetzt hier am Schattenbahnhof. Der sollte ja eigentlich auch in Argentinien gebaut werden. Nur dadurch, dass das Holz, halt das Tropenholz dort drüben, ein bisschen anders arbeitet als das Holz, was wir hier haben. Und wir natürlich auch drüben die Treppe haben im Regenwald später, können wir natürlich vor Ort das passgenauer einbauen. Und hier gibt's auch eine Besonderheit an dem Schattenbahnhof. Einmal hat man den Normalspurbereich, das ist halt das normale H0-Gleis. Und hier vorne ist das Schmalspurgleis, das haben wir auch in der Schweiz schon gelegt. Das ist das H0M, 12 mm breit. Und das Ganze wird dann links und rechts von mir in ein Gleis zusammengefasst. Das heißt, wir haben ein sogenanntes Dreischienengleis, was dann nachher die beiden Spurweiten beinhaltet. Nachher, also man kann beide Spuren in einem Gleis nachher fahren. Und in der Schweiz funktioniert das ganz gut. Und warum sollen wir das jetzt hier nicht auch einbauen? Weil die Argentinier fahren das da drüben tatsächlich auch so. Es gibt natürlich in Argentinien noch eine Spurweite, das haben wir ja schon gehabt, das ist das H0E. Aber das jetzt auf großflächig auch noch einzubauen hier, das würde den Rahmen so ein bisschen sprengen. Und da haben wir uns tatsächlich entschieden, das dann wieder H0M zu bauen auf 12 mm. Und das funktioniert ja auch sicher. Und das große Problem, was wir da halt haben in Gesamt-Argentinien und Regenwald und Atacama, ist natürlich, dass wir die Züge, die wir dort fahren lassen wollen, dass es die nicht zu kaufen gibt, dass wir bestehende Drehgestelle nutzen und dann ein Gehäuse auf diese Drehgestelle aufbauen und das Ganze muss dann im Testbetrieb erstmal gefahren werden. Funktioniert das Ganze? Passt das in den Durchfahrtshöhen? Passt das in den Breiten nachher bei den Tunneleingängen und alles? Also das ist schon ein riesen Rattenschwanz, was dahinter hängt. In Atacama, wo wir jetzt auch noch stehen, das ist ja ein Teil von der anderen Seite von der Brücke, hängt ja alles miteinander zusammen. Das ganz große Herzstück ist nachher der Schattenbahnhof hier hinten drin. Da haben wir halt mehrere Schattenbahnhöfe übereinander. Und der eine Schattenbahnhof ist ein sogenanntes U. Und da fahren wir halt diese sogenannte Regelspur einmal im U. Da kannst du einmal rüben zum Regenwald rein, kannst aber auch auf die Seite von Atacama reinfahren in die Wüste. Und da haben wir natürlich jetzt ein kleines Problem. In Atacama ist es extremer als im Regenwald. Im Regenwald kann man auch die normale Bettung, die es zu kaufen gibt, für die Gleise benutzen. Im Atacama-Abschnitt leider nicht. Weil da ist eigentlich nur Sandwüste, das sagt ja schon die Wüste, der Name alleine. So, und da habe ich mir was einfallen lassen, damit man die Gleise trotzdem isolieren kann, denn da muss ja auch noch der Schotter oben drauf. So, wenn ich jetzt die Gleise jetzt direkt aufs Holz aufnageln würde und dann das Ganze schottern mit Kleber, mit dem Ponalkleber, der ist ja wasserlöslich, und man würden dann die Züge drauf fahren, dann hört sich das an, als wenn man eine Feile nimmt und fährt auf dem Holz lang. Also das hört sich ganz laut an. Damit das aber nicht so ist, habe ich mir da einfach was einfallen lassen. Ich habe da mal so einen Streifen noch mal hier mitgebracht und habe einen Korkstreifen zugeschnitten, habe dann mehrere Striche drauf gemalt und habe dann mit dem Cuttermesser diese gesamten Böschungsstreifen angeschnitten, also angeschrägt quasi 45 Grad. Damit man die Böschung schon mal so hat, wie das nachher im Endeffekt beim Gleiskörper auch aussieht, um aber auch die Isolierung von dem Gleis auf Holz hat. So, ich wollte euch ja noch mal zeigen, also akustisch das rüberbringen, wie das Ganze sich anhört, wenn man jetzt die Gleise tatsächlich nur auf dem Holz auflegt. Dann ist halt das Rollgeräusch ziemlich hoch und man darf eins nicht vergessen, es gibt im Moment noch keinen Schotter drauf. Das heißt, der Sand, der hier später drauf kommt, der muss ja eingeklebt werden, sonst könnte man den ja beim nächsten Mal sauber machen, wieder wegsaugen. Und wenn da die Masse nachher drauf wäre, dann würde sich das ungefähr so anhören wie das, was ich jetzt hier mache. Also das ist schon ziemlich laut, das Geräusch. Und wenn ich das Ganze jetzt mal auf die Korkbettung drauflege und das Ganze jetzt mal roll, hört man fast gar nichts. Im Regenwald und in der Atacama-Wüste haben wir ein paar K-System-Strecken vorgesehen. Die sind so ein bisschen Standalone-K-Systeme. Das heißt, das sind separate, kleinere Strecken, die aber ein ganz besonderes Anforderungsprofil haben. Und die sind so speziell,
dass wir dafür extra Tests bauen mussten. Und ja, das ist auch für uns komplettes Neuland, weil da geht es zum Beispiel um größere Steigungen oder eine Buckelpiste oder. Und diese speziellen Tests, die werden wir nächste Woche mit Gerrit nochmal richtig angehen. Ich glaube, jetzt könnt ihr ja ahnen, wieso wir so vage auf der Internetseite stehen haben. Eröffnung 2025, 26. Wir können es noch nicht richtig fassen. Das wird ein riesengroßes Projekt mit ganz viel Neuland für uns. Aber es wird spannend und wir werden euch regelmäßig darüber berichten. Und wir hoffen, dass die Folge euch gefallen hat. Dann liked sie und ansonsten gibt es ganz bald ein neues Südamerika-Update.